Hallo zusammen, willkommen zu meinem exklusiven Hexenwald Card Reveal. Als mir diese Karte zum Reveal von Blizzard zugeschickt wurde, war ich erst einmal überrascht, dass sie überhaupt so anders aussieht als alle anderen Karten, die ich sonst von Hearthstone kenne. Aber dann habe ich gemerkt, dass es sich um einen komplett neuen Kartentyp handelt. Aber seht selbst. Stärke der Waffen heißt diese Karte und ist eine Kriegerkarte. Und es handelt sich hier um eine andauernde Fähigkeit, was so viel bedeutet, dass sobald die Karte ausgespielt wird, der Effekt der Karte über den Rest des Spiels hinweg andauert. All deine Waffen haben +2 Angriff und jedes Mal, wenn du Rüstung erhalten würdest, erhältst du +2 Rüstung. Dieser Effekt scheint auf den Blick ziemlich schwach zu sein für diese immensen Kosten von 7 Mana. Die Karte macht ja erstmal nichts, wenn sie ins Spiel kommt, wodurch der Tempoverlust, den man in Kauf nimmt, recht enorm ist. Sollte es dir jedoch möglich sein, in einem Kontrollkrieger das Spielfeld gut unter Kontrolle zu behalten, kann der Vorteil, den man aus dieser Karte ziehen kann, spielentscheidend sein. Der Waffenbonus scheint erstmal nicht sonderlich spektakulär zu sein, aber dafür kann einem Kontrollkrieger der Rüstungsbonus extreme Maße annehmen, wenn man ihn mit den richtigen Karten kombiniert. Denn nicht nur die Heldenfähigkeit profitiert davon offensichtlich, sondern auch Zauber und Diener, welche dir Rüstung verleihen. Vor allem Karten wie die Rüstungsschmiedin oder der Trockenstoppelschmied verwandeln sich in Karten, die dich gut gegen aggressive Decks am Leben erhalten, in absolute Monster, die deinen Rüstungspool zu einem unbezwingbaren Bollwerk machen. Sofern man dann auch den Zug, nachdem man Stärke der Waffen ausspielt, auch überlebt gegen aggressive Decks. Und da es sich auch um eine seltene Karte handelt, kann man zudem eine zweite Kopie dieser Karte ausspielen, sodass man den andauernden Bonus verdoppelt und du somit deine Waffen um 4 stärker machst und jedes Mal, wenn du Rüstung bekommst, +4 Rüstung bekommen würdest. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob auch andere Klassen eine andauernde Fähigkeit bekommen und wie diese wohl aussehen werden. Ich persönlich finde es super, dass immer mehr Kartentypen und Mechaniken in Hearthstone eingeführt werden, sodass das Spiel sich stets weiterentwickelt und jedem ein neues Erlebnis bietet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im Hexenwald. April, April. Dies ist natürlich nicht die Karte, die ich euch heute vorstelle, obwohl es schon cool wäre, so einen Kartentyp in Hearthstone zu haben. Es war eine Karte aus dem alten World of Warcraft Sammelkartenspiel. Möge es in Frieden ruhen. Die Karte, die ich euch heute vorstelle, heißt Tödliches Arsenal. Wie ihr seht, handelt es sich um eine Kriegerkarte, die besagt, deckt eine Waffe aus eurem Deck auf und fügt allen Dienern ihren Schaden zu. Ja, auch diese Karte ist sehr hervorragend für einen Kontrollkrieger, um ein Feld voller Diener unter Kontrolle zu bringen. Die Standardkarte für dieses Szenario war ja lange Zeit Scharmützel. Und obwohl tödliches Arsenal 1 Mana mehr kostet, ist es dennoch in den meisten Fällen effektiver als Scharmützel, um das gegnerische Feld vollständig abzuräumen. Denn während Scharmützel unter Umständen den stärksten Diener des Gegners am Leben erhalten kann, ist diese Eliminierung dieses Zufallsfaktors mir auf jeden Fall das eine Mana mehr wert. Vergleichbar ist die Karte, wie ihr sicher kennt, auch mit Zorn des Drachen, welcher sehr populär in Kontrollmagern ist. Zwar ist Zorn des Drachen 1 Mana günstiger, dafür ist tödliches Arsenal leichter zu kontrollieren, da man nicht darauf angewiesen ist, sehr viele Waffen in sein Deck einzubringen und somit öfter das erwünschte Resultat erreicht, sofern man denn nur einige bestimmte Waffen spielt. Perfekt eignen sich hierfür natürlich Waffen mit einem hohen Angriffswert, wie Blutschrei oder sogar Arganetschnitter. Jede Waffe, die unter diesem Angriffswert liegt, würde das tödliche Arsenal nur schwächer machen. Von daher ist es nicht empfehlenswert, Waffen mit weniger als 5 Angriff im Deck zu haben. Es ist natürlich nicht optimal, sein Kontrolldeck mit Waffen vollzustopfen, aber das müsst ihr auch nicht. Dank Hand des Toten Mannes könnt ihr eine kleine Auswahl von Waffen spielen und keine Angst davor haben, dass tödliches Arsenal nutzlos wird, wenn ihr alle eure Waffen gezogen habt, da ihr die Kopien ins Deck zurückmischen könnt. Ja, und das war's mit meinem Card Reveal. Diesmal wirklich. Viel Spaß mit dem Kontrollkrieger und der Hexenwald-Erweiterung. Wünscht euch euer Eckhop. Tschüss!